Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik in EAFC 24 seid, dann solltet ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn ich stelle euch mein aktuelles Taktik-Setup vor, mit dem ich in der Weekend League und in Division Rivals gespielt habe. Ich habe für euch mehrere Formationen parat, die ich selbst gespielt habe in diesem November, und ihr könnt euch dann eventuell die passende für euch raussuchen und damit besser in EAFC 24 spielen. Und bevor wir reinstarten, lasst noch gerne ein Abo da, lasst ein Like da und teilt das Taktik-Setup-Video mit anderen Freunden, die das ebenfalls interessieren könnten. Und kommt auch gerne zu meinen Livestreams vorbei. Die Livestream-Zeiten findet ihr immer auf dem YouTube-Community-Tab im Discord-Server. Kommt dort gerne rein. Oder auf dem Twitch-Streaming-Plan. Also wenn ihr auch einen Twitch-Account habt, könnt ihr auch gerne zu Twitch rübergehen und dort ein Follow da lassen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort in den Livestream werdet ihr natürlich immer die aktuellsten Taktiken sehen. Also lohnt es sich, dazu zu kommen. Und jetzt werden wir auch in die Taktiken reingehen. Okay, es geht um die folgenden Formationen, die 5-4-1-Formation, die kennen wir auch noch schon von früheren Taktik-Setups, da hat sich an sich jetzt nicht mehr wirklich was verändert, kann man aber an sich trotzdem gut spielen, vor allem wenn man defensiv nicht so stark ist. Dann die 4-3-1-2 ist neu, statt der 4-3-2-1, einfach mal eine andere Variante, um das vordere Dreieck, sage ich mal, umzukehren, weil bei der 1-2 hast du ein ZOM und 2 Stürmer, bei der 4-3-2-1 hast du sozusagen 2 Flügel und 1 Stürmer. Da wollte ich einfach mal ein bisschen Variation reinbringen, stelle ich euch auf jeden Fall vor. Dann auf der ausgeglichenen haben wir die 4-4-2-Formation. Das ist die Formation, die ich zurzeit als Main-Formation spiele, vor allem offensiv extrem stark, defensiv ein bisschen wild, aber wenn ihr on point seid, dann kann ihr auch richtig geil abgehen. Dann haben wir offensiv die 4-2-1-3-Formation, an sich eine neue Formation, die relativ gut abgeht und eigentlich eine 4-3-3-Formation an sich ist. Und dann haben wir natürlich noch unsere Standard 4-2-3-1-Formation, die wir extrem lange gezockt haben und immer noch relativ gut funktioniert. Und ich denke, wir gehen zuerst in die 5-4-1-Formation rein. Die spielen wir mit ausgeglichen, Breite auf 40, Tiefe auf 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe, Breite auf 40. Ihr könnt sogar überlegen, was mir aufgefallen ist, und das werdet ihr in der 4-4-2-Formation dann sehen. Es kann euch wirklich eventuell helfen, wenn ihr die Breite deutlich höher stellt, so 60 bis 80 ungefähr. Aber hier habe ich die noch auf 40 gelassen, weil dadurch, wenn ihr offensiv breiter steht, zieht ihr sozusagen die gegnerische Abwehrkette auch weiter breiter auseinander, und somit habt ihr dann größere Räume zwischen Außenverteidiger, Innenverteidiger und Innenverteidiger, Innenverteidiger, sodass ihr einfachere, sag ich mal, Steilpässe spielen könnt, und dadurch, dass ihr das gegnerische Team auch breit zieht, habt ihr generell mehr Räume in diesen Zwischenräumen, die so effektiv sind. Und Spieler im Strafraum haben wir 5 Eckenfreistöße auf 1, könnt ihr machen, wie ihr wollt, je nachdem, welche Eckentaktik oder Freistoßtaktik ihr eventuell verfolgt. So, in-game spielen wir das Ganze so, ist natürlich klar, warte, hier muss ich selbst nochmal kurz umstellen, basierend auf dem aktuellen Team passt es dann nicht so, und dann spielen wir das Ganze so. Wie gesagt, Außenverteidiger, denn natürlich am besten habt ihr einen ZDM generell, der auch Innenverteidiger spielen kann. In meinem Fall Llorente hat an sich die Werte, die Evolution kann ich euch wirklich nur empfehlen. Llorente Evolution, Centurion Evolution, brachial der Typ, unglaublich. Und dann würde ich euch raten, auf jeden Fall einen defensiveren ZM habe ich in dem Fall nicht, eher De Bruyne, und dann einen offensiveren ZM dort zu zocken, und auf den Flügeln natürlich Flügelpositionen. Und in den Anweisungen Torwart auf jeden Fall Flankenfänger, Innenverteidiger einfach so lassen, hinten bleiben. Und ich spiele hier sozusagen beide Außenverteidiger auf ausgewogen und übergreifend, da ihr an sich mit den 3 Innenverteidigern schon 3 Leute hinten habt und deswegen noch ein bisschen offensiver sein könnt. Vor allem, da die Fünferkette an sich relativ schwer ist, nach vorne zu kommen, und da helfen euch dann natürlich die offensiveren Außenverteidiger deutlich mehr. Auf den Außenpositionen spielen wir defensive Verstärken, alle Freiheiten, Abwehr überlaufen, und für Flanken in den Strafraum, dass die sich wirklich offensiv crazy einschalten und variabel dabei bleiben. Dann gebt ihr dem
Dann gebt ihr dem defensiven ZM hinten bleiben bei Angriffen, am Strafraumrand bei Flanken, alle Freiheiten auch und Mitte abdecken. Wenn euch alle Freiheiten nicht gefällt, könnt ihr das auch rausnehmen, aber ich fand, da haben sie sich nochmal besser angeboten in den Räumen. Und beim Offensiveren gebt ihr ausgewogen für Flanken in den Strafraum auch alle Freiheiten und Mitte abdecken. Und im Sturm teste ich gerade aus zentral orientieren und falsche 9. Vor allem falsche 9 fand ich in dieser Formation extrem hilfreich, wie schon gesagt, weil ihr offensiv nicht so gut klarkommt, weil ihr euch schon offensiv schwerer tut, nach vorne zu kommen, und wenn der Stürmer sich dann fallen lässt wie eine falsche 9 in die Mitte, habt ihr oft nochmal weitere Anspielstationen und könnt besser nach vorne kommen und ebenfalls dann auch noch Defensive verstärken. So, dann gehen wir in die 4-3-1-2-Formation, die relativ neu ist und ich teste. Defensiv sie ausgeglichen, Breite 35, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe, Breite offensiv 55, Spieler im Strafraum 7 und Eckenfreistöße natürlich auf 1. In-game würde ich euch empfehlen, einen wirklich sehr defensiven ZM in der Mitte zu zocken, in meinem Fall Llorente. Und dann spielt ihr am besten auf der einen Seite bei mir Cole, am besten den Flügelspieler, weil in der Defensive wird der dann auf die LM-Position gehen und ihr verteidigt dann letztlich in der 4-4-2. Und auf der anderen Seite solltet ihr dann einen Allrounder ZM spielen, der offensiv als auch defensiv stark ist, weil der dann im ZM in der 4-4-2 mit Llorente, sage ich mal, die Mitte bildet und dann auch bei der ZOM-Position am besten auch einen Flügelspieler spielen, weil der wird dann in der Verteidigung auf die RM-Position gehen und bei den Stürmern ist klar. So, die Anweisungen, Flankenfänger beim Torwart ist klar, hinten bleiben bei den Innenverteidigern ist auch klar. Dann spiele ich auch hier relativ offensiv das Ganze, beide Außenverteidiger auf ausgewogen und übergreifend. Dadurch, dass ihr so viele Leute in der Mitte habt, könnt ihr extrem gut immer auf die Außen, auf euren Außenverteidiger verlagern, weil ihr außen an sich ansonsten keine Anspielstation hättet und das braucht ihr aus, um nach außen zu kommen, ihn wieder rauszuziehen und dann in die Mitte auf eure ganzen Leute da in der Mitte zu spielen, vor allem mit druckvollen Pässen, Steilpässen und Co. kann es extrem gut abgehen. Aber ich sage auch direkt, es ist eine wirklich sehr offensive Formation, sodass ihr oft eventuell, vor allem wenn ihr mit den Außenverteidigern dann den Ball verliert oder schon mit dem ZDM, lauft ihr halt auch hardcore in Konter, weil teilweise habt ihr dann halt nur wirklich eure 2 Innenverteidiger hinten und eventuell noch den ZDM, aber dann ist halt das Ganze ziemlich schwer zu verteidigen, deswegen probiert es einfach mal aus und wenn es euch zu offensiv ist, könnt ihr natürlich die Außenverteidiger auch hinten bleiben geben, bloß es könnte dann sein, dass ihr euch offensiv ein bisschen schwerer tut, weil ihr außen nicht wirklich Anspielstationen dann habt. Dann gehen wir in den ZDM und dem defensiveren in der Mitte gebt ihr hinten bleiben, am Strafraumrand bei Flanken und Mitte abdecken. Dann, wie gesagt, demjenigen Flügelspieler, den ihr nun aufstellt, dem gebt ihr ausgewogen nach Angriff für Flanken in den Strafraum, alle Freiheiten und Flügel abdecken, dass der sozusagen auf dem Flügel in der Defensive geht. Und die andere Seite, dem Allrounder ZM, der auch als ZM denn in der 4-4-2 spielt, gibt ihr ebenfalls ausgewogen für Flanken in den Strafraum, alle Freiheiten und Mitte abdecken. Und dem ZOM gebt ihr defensive Verstärken, dadurch rückt er automatisch auf die RM-Position zurück für Flanken in den Strafraum. Und den beiden Stürmern gebt ihr dann Abwehr überlaufen und defensive Verstärken. Noch ein kleiner Hinweis, bei allen Formationen, die ich spiele, mache ich am Anfang in-game Steuerkreuz nach unten, Steuerkreuz nach oben, damit sich die Stürmer zurückfallen lassen. Dadurch seid ihr einfach nochmal kompakter in der Defensive. Hat mir auch auf jeden Fall extrem geholfen. Also stellt es auf jeden Fall auch ein. Dann seid ihr defensiv, denke ich, nochmal ein bisschen stabiler. So, und dann sind wir jetzt bei meiner aktuellen Main-Formation, und zwar der 4-4-2. Die spiele ich defensiv sehr ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenarbeitung, direkte Pässe. Und jetzt meinte ich das
wegen der höheren Breite. Ich habe hier die Breite offensiv auf 80 und ihr müsst es einfach mal wirklich mit einer hohen Breite wie 80 und Co. testen. Ihr habt offensiv teilweise so viele Anspielstationen, weil ihr einfach die Breite extrem nutzt und seine Abwehr ebenfalls in die Breite zieht, habt ihr in diesen Halbraumpositionen extrem viel Leute und könnt immer Steilpässe direkt spielen, weil die Lücken auch zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger größer werden. Plus in den Anweisungen seht ihr gleich noch, weswegen ich die Halbräume vor allem mit den Flügeln anspreche, weil dafür habe ich nochmal eine spezielle Anweisung, was dafür nochmal krasser geeigneter ist. So, und Spieler im Strafraum auf 7, Ecken, Freistöße auf 1. Wie gesagt, in-game spielen wir das so, ist klar, Flügel auf Flügel. Ich würde euch im ZDM auch raten, einen defensiveren, in dem Fall Llorente, und einen offensiveren zu zocken, in dem Fall De Bruyne am besten. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr am besten Leute im ZM habt, die extrem gute Passwerte haben und am besten auch den Schnittstellen-Play-Style haben, weil dadurch kommen diese brachialen, autokorrigierten Pässe nochmal deutlich besser, was euch extrem hierbei hilft. So, und jetzt kommen wir zu den Anweisungen. Torwart ist klar, Flankenfänger, Innenverteidiger, nichts verändern, hinten bleiben bei Angriffen. Dann spiele ich es hier, dass ich beide Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen gebe und übergreifend. Trotzdem mache ich es in-game oft so, dass ich die dann mit L1 nach vorne schicke und dann nochmal einer mit nach vorne geht und dann kompletter Wahnsinn da vorne los ist. Wenn ihr die Spots dafür findet, den zu schicken und mit dem Flügel kurz zu verzögern, dann könnt ihr oft den Außenverteidiger lang schicken und habt dann immer noch 5 Leute vorne, was halt krass ist. Dann die Flügel, und jetzt kommen wir zu den Anweisungen, was ich meinte, gebe ich defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Das hat den Sinn, dass ihr eh schon breiter steht, die Leute auseinanderzieht, und wenn ihr oft dann auf die Seite spielt zu eurem ZM, dann kommen die Flügel in diesen Halbraum zwischen seinen ZMs und seiner Innenverteidigung. Dadurch könnt ihr den anspielen, dann das Tempo aufnehmen mit der 1-Dribbling und könnt dann teilweise eure beiden Stürmer, teilweise auch den anderen Flügel auf der anderen Seite steil schicken, weil der auch für Flanken in den Strafraum hat, Abwehr überlaufen. Dann laufen teilweise wirklich 4 Leute gleichzeitig nach vorne, und ihr wisst, wenn da 4 Leute gleichzeitig nach vorne laufen, wie schwer das zu verteidigen ist. Ihr müsst es unbedingt in-game ausprobieren und ihr werdet sehen, was ich meine. Das ist wirklich crazy. So, dann dem defensiveren ZM gebt ihr hinten bleiben und Mitte abdecken, und dem offensiveren gebt ihr ausgewogen für Flanken in den Strafraum und Mitte abdecken, sodass dieser ebenfalls noch nach vorne kommt. Und wenn ihr einmal über die Außen durchgekommen seid, könnt ihr so krass um die Box herumspielen und dann immer eure Stürmer im Strafraum anspielen, euch immer wieder drehen, und ihr habt dann da so viele Leute und irgendwann kann er keinen mehr verteidigen. Und im Sturm spielen wir Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Dann gehen wir in die 4-2-1-3-Formation. Da spiele ich ausgeglichen, Breite 30, Tiefe 60, ist ungefähr immer gleich, was ich spiele. Ausgeglichen, direkte Pässe, Breite 55. Ich würde euch vielleicht sogar mal raten, testet hier mal wirklich so 65, 70 bis 80 aus. Könnte nochmal deutlich besser funktionieren. Wir machen es jetzt erstmal auf 55. Spieler im Strafraum 7, Ecken und Freistöße auf 1. So, in-game, hier würde ich euch sogar raten, beide ZMs eher defensivere zu zocken, weil ihr mit dem ZOM und den 3 Flügeln da schon deutlich viele Leute habt, sodass die ZMs nicht unbedingt nachrücken müssen, vor allem da ich glaube ich auch einen offensiven Außenverteidiger spiele, sodass vorne eigentlich schon genug Leute sind, die nachrücken. So, dann spielen wir im Tor natürlich wieder Flankenfänger, Innenverteidigung, hinten bleiben bei Angriffen. Okay, ich spiele doch beide auf hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend, aber ihr könnt auch gerne einen davon ausgewogen geben, dann kommt ihr mit nach vorne, aber an sich sollte die Offensivpower da auch ausreichen. Dann gebt ihr dem defensiveren ZDM hinten bleiben bei Angriffen, Passwege zustellen und Mitte abdecken. Dem offensiveren Passwege zustellen, ausgewogener Angriff, Mitte abdecken. Dem ZOM
defensive Verstärken für Flanken in den Strafraum. Die Flügel habe ich jetzt erstmal nur für Flanken in den Strafraum gespielt. Eventuell könnt ihr dort auch nochmal Abwehr überlaufen machen und defensive Verstärken. Und im Sturm auch nur Abwehr überlaufen. Wie gesagt, aber diese Formation ist meistens nur getestet worden und nicht wirklich hardcore erprobt. Und dann kommen wir zu 4-2-3-1. Immer noch finde ich die defensiv kompakteste Formation und offensiv tut man sich schon ein bisschen schwer nach vorne zu kommen, aber defensiv kann man die auf jeden Fall sehr gut spielen. Defensiv ist die ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 60, Aufbauspiel ausgeglichen, direkte Pässe, Breite auf 60, um auch ein bisschen breiter zu stehen. Spieler im Strafraum 7, Ecken, Freistöße 1. So, in-game zockt ihr es dann natürlich so. Genau. Also sozusagen 2 ZDMs. Und da auf jeden Fall einen defensiven wie Llorente und einen Allrounder ZM wie De Bruyne dort zocken ist ganz gut. Und dann in die Anweisungen Torwart, Flankenfänger, Innenverteidigung, hinten bleiben. Ich spiele hier auch beide Außenverteidiger auf ausgewogen und übergreifend, einfach deswegen, weil es relativ schwer ist gefühlt, mit dieser Formation nach vorne zu kommen. Und deswegen brauchst du teilweise noch die Unterstützung deiner Außenverteidiger, damit du dort vor allem über die Außen deutlich besser mit den Dreiecken nach vorne kommen kannst. Wenn es euch zu offensiv ist, könnt ihr natürlich auch gerne hinten bleiben belassen. Dann der defensivere ZDM bekommt hinten bleiben, Passwege zustellen und Mitte abdecken. Der offensivere kriegt ausgewogen Passwege zustellen und Mitte abdecken. Und alle ZOMs bekommen defensive Verstärken für Flanken in den Strafraum, alle Freiheiten, weil sie sich einfach deutlich besser im Raum denn bewegen. Und der Stürmer bekommt Abwehr überlaufen und defensive Verstärken. Ich kann euch nur raten, probiert diese Formation aus, vor allem die 4-4-2-Formation und schaut vor allem, was ihr offensiv mit eurem Spiel macht. Das ist wirklich crazy. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo da, ein Like da, teilt das Video, damit mehr EAFC 24 Freunde auf diese Taktiken und auf mich natürlich auch aufmerksam werden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und schaut unbedingt auch bei den Livestreams vorbei. Ich streame auf YouTube und auf Twitch. Die Zeiten findet ihr auf dem Community-Tab bei YouTube, im Discord-Server oder auf dem Twitch-Streaming-Plan. Und wenn ihr eh schon bei Twitch am Start sein solltet, könnt ihr dort gerne direkt ein Follow da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir jetzt unbedingt noch in die Kommentare, wenn ihr die Formation getestet habt, wie ihr die findet oder was ihr eventuell geändert habt. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und schaut euch jetzt noch unbedingt meine anderen Formation Guides an, denn dort sind ebenfalls Formationen, die extrem gut funktionieren und die ihr austesten solltet. Und zum Schluss sage ich dann wieder, Welcome to the New Age. Ciao.